Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Heute möchte ich mit euch über die brandneue Reoling Omvi i3 Kamera sprechen. Und wie ihr auf dem ersten Blick hier schon sehen könnt, handelt es sich dabei um eine Kamera, die mit zwei Objektiven auskommt, die 180 Grad dauerhaft aufnehmen kann und zusätzlich eine PTZ-Einheit mit Live-Tracking hat. Denn diese Kamera möchte eins der ganz großen Probleme lösen: globale Aufzeichnung, alles auf einmal sehen und gleichzeitig den Objekten folgen, die da den Alarm ausgelöst haben. Ob die Kamera das wirklich kann, ob die neuen KI-Funktionen ihr Geld wert sind, dem möchte ich in diesem Video nachgehen. Lasst euch überraschen, bleibt dran, gleich geht's los. Reoling hat mir schon vor dem Marktstart die neue Omvi 3i Kamera zur Verfügung gestellt, damit ich sie für euch ausprobieren kann, damit ich sie für euch testen kann. Und ihr wisst, ich habe schon einige Kameras getestet und mir persönlich gefallen die 180 Grad Kameras, also Kameras mit einem weiten Spektrum an Aufnahmen, sehr, sehr gut. Allerdings gibt es den Nachteil, dass man beim Ranzoomen ja nicht alle Details hat und nicht jeder Bewegung folgen kann. Reine PTZ-Kameras habe ich auch schon getestet, wie zum Beispiel die Trackflex, die Trackmix oder die Altas PT Ultra. Die entsprechenden Videos findet ihr oben rechts in der Ecke. Diese Kamera hier möchte nun diese beiden Kameras miteinander verbinden, und zwar 180 Grad Aufnahmen, wie ihr sie hier oben habt, mit einem PTZ-Modul. 10 Megapixel Aufnahmen, 180 Grad. Der Sensor hier oben, die Kamera sind zusätzlich nochmal in der Höhe einstellbar, je nachdem, wo ihr die Kamera anbringt. Und diese Kugel hier unten folgt den Bewegungen vollständig automatisch. Diese Kamera gibt es als PoE-Variante, so wie ich sie hier testen darf, und natürlich auch als WLAN-Variante. Ich werde euch jetzt erstmal hoch mit in mein Büro nehmen, um die Kamera mal im Detail vorzustellen. Anschließend werde ich sie hier zwischen Trackflex und Trackmix an meiner Testebene aufbauen und mal schauen, welche Funktionen tatsächlich im Inneren lauern. Das ist sie also, die Reoling Omvi 3i. Und was sofort auffällt, ist das absolut ungewöhnliche Kameradesign. Wir haben hier nämlich nicht nur eine Linse, sondern gleich zwei Systeme in einer Kamera verbaut. Hier oben sitzt die Panoramakamera. Das ist eine Duallinsenlösung mit einer Auflösung von insgesamt 10 Megapixeln. Die deckt einen Bereich von 180 Grad in der Horizontalen ab und liefert damit eine durchgehende Übersicht über die komplette Szene. Das ist also die Kamera, die dauerhaft immer alles im Blick behält. Und darunter befindet sich die zweite Einheit, diese PT-Kamera, also die Bewegungskamera. Es ist eine klassische schwenk- und neigbare Kamera mit 4K Auflösung, 8 Megapixel. Die kann sich horizontal um ungefähr 350 Grad drehen und in der vertikalen sind es ungefähr 50 Grad, die die Kamera neigen kann. Damit deckt sie gezielt einzelne Bereiche ab und kann Objekte aktiv verfolgen. Und genau diese Kombination macht das Ganze ja auch so interessant. Denn im Gegensatz zu klassischen PTZ-Kameras verlierst du eben mit der Omvi 3i nicht den Überblick. Die Panoramakamera hier oben läuft nämlich dauerhaft weiter, während die PT-Einheit hier unten dem Objekt folgt und sich dementsprechend woanders hin bewegt. Das heißt konkret, du siehst immer das Gesamtbild und gleichzeitig die Detailaufnahme. Technisch ist das Ganze auch ziemlich gut ausgestattet. Die Panoramakamera, also diese Weitwinkelkamera, arbeitet mit einer Auflösung von 5120 x 1920 Pixeln bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde. Die Einheit hier unten liefert 3840 x 2160 Pixel, also echtes 4K. Allerdings auch nur mit 20 Bildern pro Sekunde. Ihr könnt den Codec 265 als auch 264 nutzen, bedeutet, der Speicherplatz lässt sich bis zu 50% reduzieren. Und auch beim Thema Nachtsicht gibt es hier mehrere Optionen. Ihr seht es hier oben, die Kamera hat klassische Infrarot-LEDs, mit der die Umgebung für die Schwarz-Weiß-Ansicht auf ungefähr 30 Meter beleuchtet werden kann. Und zusätzlich gibt es hier die LED-Spotlights, damit du auch nachts da eine farbige Aufnahme bekommen kannst. Wie das genau ausschaut, das werde ich dann aber nachher noch testen. Die Beleuchtung kann übrigens automatisch ausgelöst werden bei Bewegung oder Alarmerkennung oder eben über den Timer oder auch manuell. Auch beim Thema Bewegungserkennung setzt Reoling hier bei dieser Kamera wieder auf KI. Die Kamera kann unterscheiden zwischen Personen, Fahrzeugen oder Tieren. Und das Ganze läuft komplett auf der Kamera, es läuft komplett lokal. Du brauchst also kein Cloud-Abo und deine Daten bleiben bei dir zu Hause in deinem Netzwerk bzw. direkt auf deiner Kamera.
Zusätzlich kannst du verschiedene Alarmzonen definieren, zum Beispiel Linien oder bestimmte Bereiche. Wenn diese übertreten werden oder sich jemand länger darin aufhält, dann erfolgt die Alarmauslösung. So kannst du gezielt festlegen, wann genau die Kamera reagieren soll. Und die Daten kannst du natürlich auch speichern. Du hast die Möglichkeit, die Daten entweder lokal direkt auf dieser Kamera zu speichern. Dafür gibt es die Möglichkeit, einfach eine SD-Karte einzubauen, entweder von Reolink eine Karte. Ich nutze auch gerne die Karten von SanDisk. Wenn ihr da mehr Informationen braucht, schaut gerne mal einfach unter das Video in die Beschreibung. Darüber hinaus könnt ihr natürlich die OMVI 3 auch mit eurem NVR koppeln. Das System ist kompatibel mit dem NVR, oder wenn ihr den Home Hub bzw. den Home Hub Pro, könnt ihr die Daten natürlich zusätzlich oder alleinig auch dort drauf schreiben. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Daten über FTP auf euer NAS zu schieben. Und dank RTSP und ONVIF funktioniert das Ganze ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich auch mit anderen Systemen. Die Kamera gibt es übrigens in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal als PoE-Variante und einmal als WLAN-Variante. Ich habe hier die PoE-Variante, also Power over Ethernet, und das bedeutet, dass ich für diese Kamera nur ein einziges Netzwerkkabel brauche. Über dieses Netzwerkkabel werden alle Daten an meinen NVR geschickt, in mein Netzwerk hineingeschickt, und die Stromversorgung findet auch über dieses Kabel statt. Ich brauche also keine Steckdose mehr. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze genau funktioniert, schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch mein Video, wo ich euch den Unterschied zwischen PoE und WLAN-System erkläre. Denn WLAN ist das richtige Stichwort. Es gibt auch eine WLAN-Variante. Bedeutet, wenn ihr kein Netzwerkkabel habt, könnt ihr die Kamera direkt in euer WLAN einbinden. Funktioniert über Wi-Fi 6 mit 2,4 und 5 GHz, und so könnt ihr die Daten ganz bequem in euer Netzwerk einspeisen. Vom Gehäuse her ist die Kamera natürlich auch für den Außeneinsatz gemacht. IP66 bedeutet, diese Kamera ist wetterfest und geeignet für Temperaturen von -10 bis +55 Grad. Natürlich könnt ihr sie auch im Haus einsetzen. Soweit erstmal die technischen Daten. Ich werde die Kamera jetzt bei mir auf meiner Testzone im Garten installieren, werde sie einrichten, und anschließend hoffe ich, dass ich viele schöne Aufnahmen bekomme, um euch mal die Qualität der Aufnahmen zu zeigen. Anschließend werden wir probieren, was es mit den KI-Funktionen auf sich hat und ob sie wirklich so genau funktionieren. Ich bin schon mal sehr, sehr gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid und schon mal mir ein Feedback geben wollt, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr zur Kamera wissen wollt, zu den technischen Spezifikationen, wo ihr sie herbekommt und was das Teil überhaupt kostet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort setze ich euch die entsprechenden Links zur Kamera, zum Zubehör, das ich benutze und mit dem ich zufrieden bin. Dort oben auf meiner Teststrecke habe ich die Reolink OMVI 3i installiert. Rechts daneben seht ihr die Track Flex, links daneben die Track Mix und hier in der Mitte die neue Kamera, die ich von Reolink zur Verfügung gestellt bekommen habe. Die Installation ist denkbar einfach. Die Halterung auf der Rückseite der Kamera, die könnt ihr mit zwei Schrauben lösen und anschließend von unten an die Decke befestigen bzw. nach hinten an die Wand. Die Kamera wird dann in die Halterung nur hineingesteckt, mit den beiden Schrauben links und rechts befestigt, und das war es auch schon. Das Kabel wird nach unten herausgeführt. Welche Dose tatsächlich passt, das muss ich noch ausprobieren. Das würde ich euch ergänzend unter das Video in die Beschreibung hineinsetzen. Was mich aber auf jeden Fall schon mal positiv überrascht hat, sind die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten. Ihr seht, ich kann die komplette Kamera in der Halterung nochmal nach links und rechts drehen, um so den Panoramablick entsprechend auszurichten, so wie ich ihn benötige. Und auch die Höhe des Panoramas ist nochmal individuell in mehreren Stufen einstellbar. Wenn ihr dann die Kamera installiert, bietet es sich auf jeden Fall an, diese vorab schon mal in der App einzurichten. Dann wisst ihr nämlich genau, wohin das Objektiv zeigen muss, um die bestmögliche Aufnahme zu bekommen. Die Kamera hängt, sie läuft. Ich werde euch jetzt kurz mit an den Rechner nehmen und ein paar Einstellungen zeigen und dann mal schauen, was ich hier alles aufnehmen kann. Ich befinde mich nun hier an meinem Computer und nutze den Client, und das Bild, das ihr seht, ist ein Live-Bild der OMVI 3i. Wir haben es 5 Uhr am Morgen, und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass im Hintergrund die Straßenlaternen alle noch eingeschalten sind, denn es herrscht absolute Dämmerung. Das Bild sieht erstaunlich hell aus. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zum Vergleich hier die Aufnahme der PTZ-Einheit. Diese ist durch den Zoom natürlich deutlich näher herangeholt. Welche Einstellung bietet nun die Kamera und wie unterscheidet sie sich von den anderen Kameras? Grundsätzlich ist das Menü identisch aufgebaut zu allen anderen Reolink-Kameras.
Im Display könnt ihr wie gewohnt die 50 Hertz bzw. 60 Hertz für das Anti-Flackern einstellen oder die automatische Umschaltung für die farbige Nachtsicht bzw. Schwarz-Weiß-Ansicht. Die Privatsphärenmaske könnt ihr hier auch festlegen. Das ist also der Bereich, der nicht aufgenommen werden darf. Und ihr habt natürlich im Stream auch die Möglichkeit, die Auflösung für den klaren bzw. den mobilen Stream individuell anzupassen. Bitrate und Bitratenmodus habe ich jeweils immer auf konstant gesetzt. Ich finde, die Einstellungen sind dann einfach besser. Richtig spannend wird es aber in den intelligenten Einstellungen, denn hier lege ich die Funktionen der PDZ-Einheit fest. Und zwar müsst ihr im Regelfall zunächst die PDZ-Einheit aktivieren, sprich das Auto-Tracking zunächst einschalten und könnt hier nun wählen, was genau verfolgt werden soll. In meinem Fall sind das Personen, Fahrzeuge und Tiere. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch individuell über einen Zeitplan steuern. Das bedeutet, die PDZ-Einheit muss nicht 24/7 rund um die Uhr Bewegung verfolgen, sondern das Ganze funktioniert auch nach einem von euch festgelegten Zeitplan. Weiter unten stellt ihr ein, wie sich das Tracking verhalten soll. Die Kamera folgt einem Objekt so lange, bis es stoppt, wartet anschließend noch 20 Sekunden und kehrt danach in die Ausgangsposition zurück. Verschwindet das Objekt aus dem Sichtbereich, dann kehrt die Kamera in meinem Fall bereits nach 10 Sekunden zurück in die Ausgangsposition. Die Empfindlichkeit legt ihr hier auch fest. Reolink bietet zum einen die generelle Empfindlichkeit. Hier werden alle Bewegungen aufgenommen, wahrgenommen, verarbeitet und entsprechend Alarme ausgelöst. Diese Einstellung würde ich nicht zu scharf setzen, da hier auch wackelnde Bäume und ähnliches Alarme auslösen können. Die intelligente Erkennung hingegen verarbeitet das Bildmaterial individuell durch die interne KI und kann Personen, Fahrzeuge und Tiere erkennen. Diese Alarmauslösung habe ich jeweils auf 100% gesetzt. Das bedeutet, dass faktisch jeder Mensch, jedes Fahrzeug und jedes Tier einen Alarm auslöst. Neue Funktionen sind unter anderem der Perimeterschutz. Hier könnt ihr bestimmte Bereiche in dem Bild festlegen und wenn Personen diesen Bereich überschreiten, wird ein Alarm ausgelöst. Ihr könnt zusätzlich natürlich auch noch die Eindringungszonen festlegen und Verweildauern. Die Eindringungszone ist zum Beispiel sinnvoll für mich, wenn ich den Bereich meines Pools schützen möchte. Ich möchte nicht, dass kleine Kinder hier aus Versehen in diesem Bereich spielen, also kann ich diesen Bereich individuell als Zone mir markieren und sobald eine Person diesen Bereich überschreitet, erhalte ich einen Alarm. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass die PDZ-Einheit nicht mit diesen Daten arbeiten kann, weil dieses Viereck, dieser Bereich, den ich hier festgelegt habe, nicht an dem Pool festgemacht wird, sondern am Objektiv der Kamera. Dreht sich die Kamera zum Beispiel nach rechts, würde dieser Bereich automatisch mit nach rechts folgen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn und nach Rückfrage bei Reolink ist dieses Problem bereits bekannt und eine entsprechende Korrektur in Arbeit. Die anderen Einstellungen, wie die Lichtfunktion, Audioeinstellung oder die Aufnahmeeinstellung, sind identisch zu den Kameraeinstellungen aller anderen Reolink-Kameras. Dazu hatte ich ja schon einige Videos gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut gerne mal oben rechts in die Ecke bzw. unter dieses Video, da verlinke ich euch die anderen Videos. Zurück in der Live-Übersicht der Kamera kann ich mit der Maus das Kontextmenü öffnen und hier zum Beispiel das Mikrofon aktivieren. Das funktioniert sowohl am Computer als auch in der App problemlos. Die Zeitrafferfunktion ist in dieser Kamera ebenfalls verfügbar. Ich kann hier vorgefertigte Muster nutzen und zum Beispiel einen Sonnenaufgang mit dieser Kamera automatisch mitfilmen oder ich lege mir individuell eigene Vorgaben an und kann hier nun für einige Stunden die Kamera mitlaufen lassen und wunderschöne Zeitrafferaufnahmen produzieren. Die Reolink Omvi 3i bietet insgesamt zwei Kanäle. Zum einen die Panoramaansicht und zum anderen natürlich auch die PTZ-Ansicht. In der App habt ihr beides parallel übereinander. Am Client könnt ihr individuell auf der linken Seite auswählen, welchen Stream ihr tatsächlich sehen wollt. Wenn ich nun auf den PTZ-Stream wechsle, seht ihr, dass das Bild insgesamt näher herangezoomt ist und meiner Meinung nach auch etwas unschärfer wirkt. Wenn ich nun mit der Maus hier ins Menü wechsle, habe ich neben den bereits bekannten Funktionen aus der Panorama-Einheit auch die PTZ-Steuerung. Wenn ich diese aktiviere, wird mir ein neues Menü geöffnet und über den Cursorbereich hier kann ich die Kamera direkt an meinem Bildschirm steuern.
Ich kann die Kamera nach rechts, nach links, nach oben, nach unten im gesamten Schwenkbereich der PTZ-Einheit bewegen. Die Geschwindigkeit, in welcher die Kamera diese Bewegung machen soll, kann ich individuell festlegen. Das erste, das ihr tun solltet, ist die Festlegung eines Wachpunkts. Der Wachpunkt ist der Bereich, an dem die Kamera immer hinzeigt, also der Bereich, den sie standardmäßig aufnimmt. Hierzu wählt ihr den Bereich aus über die Steuerung und klickt unten einfach auf Wachpunkt zurücksetzen, und dieser Bereich, der aktuell im Bild ist dann quasi euer Wachpunkt. Ich kann manuell aus jeder Position immer in diesen Wachpunkt zurückkehren, beziehungsweise wenn die Zeiten abgelaufen sind und das Objekt nach 20 Sekunden sich nicht mehr bewegt, kehrt die PTZ-Einheit in genau diesen Wachpunkt zurück. Die PTZ-Einheit bietet darüber hinaus zwei automatische Überwachungsfunktionen. Zum einen könnt ihr direkt im Steuerkreuz in der Mitte auf die Automatik schalten. In diesem Modus überwacht die PTZ-Einheit den gesamten filmbaren Bereich, indem die Kamera nach oben, ganz nach links, dann nach unten, ganz nach rechts und dann wieder nach oben in der Dauerschleife abfährt. Mit dieser Funktion habt ihr eine permanente Übersicht über den gesamten Bereich. Wenn ich das deaktiviere, fährt die Kamera natürlich sofort in den Wachpunkt zurück. Bei dieser Aufnahme nutzt die PTZ-Einheit den gesamten Schwenkbereich. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr einen sehr großen Überwachungsbereich habt. Wenn ihr jedoch nur bestimmte Bereiche automatisch patrouillieren lassen wollt, dann nutzt die Patrouillenfunktion. Hierzu legt ihr euch vorab Preset-Punkte an, also Punkte, die die Kamera immer individuell anfilmen soll, und anschließend könnt ihr über die Patrouillenfunktion genau diese Punkte auswählen. Die Kamera wird dann von Patrouillenpunkt zu Patrouillenpunkt zu Patrouillenpunkt und so weiter die einzelnen Bereiche abfahren. Und das Ganze so lange, wie ihr das möchtet, beziehungsweise bis ihr diese Funktion stoppt. Ihr habt also mit der Panoramaansicht immer das komplette Bild im Blick, und zusätzlich kann die PTZ-Einheit über die Patrouillenfunktion oder die Automatikfunktion zusätzliche Bereiche abfilmen, die zum Beispiel hinter der Kamera liegen oder außerhalb des Sichtbereichs. Um euch eure Aufnahmen am Client anzuschauen, müsst ihr oben einfach auf die Wiedergabe klicken. Am Client wird euch dann die Timeline angezeigt mit den entsprechenden Markierungen der Bereiche, an denen eine Aufnahme erkannt worden ist. Über den Filter könnt ihr zusätzlich das Ganze einschränken und euch nur noch die Dinge anzeigen lassen, die euch tatsächlich interessieren. Die KI-Funktion ist im Client leider nicht verfügbar, die gibt es nur in der App. Dafür könnt ihr jederzeit in die freien Bereiche zwischen den Alarmaufnahmen hineinklicken und das System wird automatisch auf die nächste Bewegungserkennung schwanken. Und ihr seht hier eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus der Nacht, und zwar ein Waschbär, schon wieder, der sich auf meinem Grundstück verirrt hat. Die Aufnahmen könnt ihr problemlos mit einem Klick auf Download auf eure Festplatte herunterladen. Doch wie sieht es nun mit der Wiedergabe in der App aus, speziell mit den KI-Funktionen? Ich befinde mich hier in der Übersicht der OMVI 3i und habe die Live-Ansicht geschalten. Mit einem Klick auf Wiedergabe wechsle ich in das Wiedergabemenü und habe für den heutigen Tag unten meine Timeline mit den einzelnen Clips, die bereits aufgezeichnet worden sind. Sofern gibt es hier nichts Neues, das ist bei allen anderen Reolink-Kameras genauso. Oben kann ich über die Lupe nun in die intelligente Suche verzweigen. Hier kann ich in das Feld einfach einen Suchbegriff meiner Wahl eingeben. In meinem Fall mache ich das auf Deutsch, ihr könnt aber auch in eurer Muttersprache, zum Beispiel Englisch, problemlos eure Suchanfrage eingeben. Ich werde nun hier direkt nach dem Waschbär suchen, den ich ja eben schon gesehen habe, aktiviere die Suche und das System prüft nun alle Aufnahmen innerhalb der Kamera nach einem Objekt, was nach einem Waschbären aussieht. Und ihr seht, insgesamt wurden 48 Ergebnisse gefunden. Das erste Ergebnis starte ich mit einem Klick direkt auf die Kachel und ihr seht eine Aufnahme eines Tieres, allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen Waschbären, sondern ganz offensichtlich um eine Katze. Die zweite Aufnahme, die ich gefunden habe, zeigt allerdings den Waschbären aus der Aufnahme, die ich eben schon am Client gefunden habe. Innerhalb der App kann ich mit der Gestensteuerung direkt ins Bild hineinzoomen und mir den Waschbären etwas genauer ansehen.
Die Suche funktioniert natürlich nicht nur mit dem Waschbären. Ich kann auch problemlos nach Personen oder Objekten suchen. Ihr seht, die Suche nach einem Mann in schwarzer Kleidung bringt einige Ergebnisse zustande. Auch hier wähle ich einfach eine Kachel aus und ihr seht, ein sehr regnerischer Tag. Und dort komme ich um die Ecke gelaufen mit meiner dunklen schwarzen Kleidung. Ich habe die KI-Suche mit verschiedensten Begriffen ausprobiert. Sie funktioniert noch nicht perfekt, aber sie funktioniert erstaunlich gut. Durch die Software-Updates, die Reolink regelmäßig zur Verfügung stellt, sollte das System immer weiter reifen. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich habe die Reolink Omvi 3i nun eine ganze Weile hier bei mir im Garten laufen lassen und es wird Zeit für ein Fazit. Die Panoramaansicht, die hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ihr seht selber, das Bild ist scharf, das Bild ist klar, die Farben sind überzeugend. Das ist keine Überwachungskamera mehr, das ist schon eine richtige Kamera, um Landschaftsaufnahmen zu machen. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall den Daumen nach oben. Diese 180-Grad-Ansicht mit dieser gleich verstellbaren Neigung überzeugen mich auf jeden Fall. Super wäre es, wenn man die Kamera noch ein wenig weiter nach unten einstellen könnte, um diesen Bereich hier unten mitfilmen zu können. Das funktioniert in der Kamera selber leider nicht. Man müsste sie entsprechend schräger installieren, um eben solche Bereiche mit abfilmen zu können. Das bedeutet für den Einsatzzweck, dass diese Kamera relativ weit oben schräg positioniert werden müsste oder in einer größeren Entfernung, um eben die Bereiche unterhalb der Kamera gut abbilden zu können. Aber das muss ja gar nicht sein, denn dafür ist ja genau diese PDZ-Funktion gedacht. Die PDZ-Einheit erkennt Personen zuverlässig, sie erkennt Tiere zuverlässig und folgt diesen auch bis unter die Kamera herunter. Was sie nicht kann, ist Personen erkennen, die außerhalb des aktuellen Blickfeldes sind. Da hatte ich mit Reolink schon gesprochen, da wird die Software nochmal nachgebessert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die PDZ-Einheit im Moment nicht auf alle Bewegungen reagiert, die die Panoramaeinheit erkennt. Speziell das, was ganz links ist oder ganz rechts von euch aus gesehen. Wenn da eine Person sich nähert und die PDZ-Einheit ganz woanders hinschaut, schwenkt sie nicht automatisch in diesen Bereich hinein. Da wird die Software nochmal nachgebessert. Das muss auf jeden Fall auch nachgebessert werden, denn sonst hat diese PDZ-Einheit überhaupt keinen Sinn. Was mir auch nicht gefällt, ist die dynamische Maskierung. Die gibt es schlicht nicht. Wenn ich jetzt in meiner Kamera Bereiche ausblende, die ich nicht filmen darf, nicht filmen möchte, dann kann ich das mit der Panoramaansicht perfekt machen. Bei der PDZ-Ansicht ist es so, dass diese Bereiche am Objektiv festgemacht werden und nicht an diesem Objekt. Das bedeutet, die PDZ-Kamera bewegt sich, sie dreht sich und der markierte Bereich bewegt sich eben mit. Das heißt, ein Bereich, den ich ausgeschlossen habe, wird nach der Bewegung wieder sichtbar. Auch da muss Reolink nachbessern, um diese Funktion bereitzustellen, denn ihr wisst ja, Datenschutz wird groß geschrieben, ihr dürft nicht einfach alles filmen. Ansonsten muss ich sagen, hat mich die Kamera absolut überzeugt. Auch die KI-Erkennung, die ist immer besser. Sie lernt ja auch noch weiter. Ob es jetzt der Waschbär war, ob es der Fuchs gewesen ist, die anderen Tiere, die ich hier filmen konnte, einfach mal danach gesucht. Es ist schon erstaunlich, was die Kamera da interpretiert, was sie damit auch findet. Und nun seid ihr an der Reihe. Gebt mir mal ein Feedback, was haltet ihr von dieser Kamera? Was haltet ihr von den KI-Funktionen? Und vor allen Dingen, was haltet ihr von dieser Kombination? 180 Grad Panoramaansicht, 10 Megapixel Auflösung, kombiniert mit der PDZ-Einheit, die diesen Objekten auch folgt, die auch die Bereiche hinter der Kamera mitfilmen kann und so eine 360 Grad Überwachung gewährleistet. Ist das was oder ist das einfach nur Spielerei? Schreibt mir euren Kommentar gerne mal unter das Video, stimmt im entsprechenden Quiz ab, lege ich euch auch unter das Video ab. Und wenn ihr wissen wollt, was so eine Kamera überhaupt kostet, welches Zubehör ihr bräuchtet, um das Teil ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen, dann schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch die Produkte, die ich verwende, mit denen ich zufrieden bin. Und wenn ihr meine Links verwendet zum Einkauf, habt ihr keinerlei Nachteile. Mein Kanal bekommt eine kleine Provision. Ich danke vielmals für eure Unterstützung und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.